Er gilt als der reichste Mensch der Welt, doch die meisten von uns haben noch nie von ihm gehört. Mansa Musa. Er ist ungefähr so reich wie Elon Musk und Jeff Bezos zusammen. Mit einem geschätzten inflationsbereinigten Vermögen von 400 Milliarden Dollar konnte er jederzeit alles machen, was er wollte. Was tut man, wenn Reichtum keine Grenzen kennt? Und was können wir vom reichsten Menschen der Welt lernen? Mansa Musa war ein afrikanischer König im 14. Jahrhundert. Unter seiner Herrschaft war das Mali-Reich im Mittelalter das reichste Königreich der Welt und auch das größte in der westafrikanischen Geschichte. Ihm gehörten nicht nur das heutige Mali, sondern auch Teile aus dem Senegal, Gambia, Guinea, Niger oder Burkina Faso. Das Mali-Reich blühte unter seiner Herrschaft im goldenen Zeitalter des Handelns auf und Städte wie Timbuktu wurden zu einer der bedeutendsten Städte in Afrika. Auf seinem Höhepunkt lebten in Mali 5% der Weltbevölkerung. Sein Vermögen betrug 400 Milliarden US-Dollar. 400 Milliarden! Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der größten Länder Afrikas heute. Ägypten oder Südafrika erwirtschaften im ganzen Jahr weniger als Mansa Musa besaß. 400 Milliarden, das sind 10% vom deutschen Bruttoinlandsprodukt. Mansa Musa hätte jeden Tag über 20 Millionen Dollar ausgeben müssen, um sein Vermögen von 400 Milliarden Dollar während seiner gesamten Lebenszeit zu verbrauchen. Er wurde etwa 55 Jahre alt. Sein Schlüssel zum Reichtum? Gewaltige Mengen an Gold und Salz. Im 13. und 14. Jahrhundert stammte fast die Hälfte des Goldes in Europa, Afrika und Asien aus nur wenigen Goldminen Mali. Eine bedeutende Minenregion war zum Beispiel Bambouk. Das Edelmetall lag nicht weit unter der Oberfläche und wurde aus einfachen Erdgruben von den Bewohnern abgebaut, die es dann an die Herrscher von Mali weiterreichten. Den Überlieferungen zufolge sah sich Mansa Musa selbst als der alleinige rechtmäßige Besitzer des Goldes. Er betrachtete es als Tribut, den er als Steuer einziehen durfte. Alles Gold, das ohne seine Erlaubnis von den Bewohnern genommen wurde, galt als Diebstahl. Die damaligen Herrscher, eben wie auch Mansa Musa, konnten das Gold zusammen mit Kupfer und Elfenbein an arabische Karawanenhändler weiterverkaufen. Doch auch Salz war in vielen Gebieten Afrikas so knapp, dass es genauso wertvoll war wie Gold. Hätte Mansa heute 400 Milliarden in das digitale Gold, in Bitcoin investiert, dann hätte er 33% aller jemals existierenden Bitcoin. Coinbase-bezogene Wallets halten 6% aller Bitcoin. Damit hätte Mansa über 5-mal mehr Bitcoin als von Coinbase gehalten werden. Was wäre aus dem dezentralen Asset, unserem digitalen Gold, aus Bitcoin geworden, wenn Mansa Musa so viele Coins kontrolliert hätte? Jemand mit so vielen Ressourcen hätte den Bitcoin-Preis dramatisch beeinflusst, oder? Denn das passierte damals mit dem Goldpreis in Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel. Aber nicht, weil Mansa Musa böswillig agierte, nein, sondern er war etwas zu großzügig. Hey ihr Lieben, ich bekomme oft Fragen von euch zu Coins, zum Portfolio, zur Blockchain oder auch persönliche Fragen wie Steffi, was würdest du tun? Und ich verstehe euch total. Viele von uns haben kaum Zeit, sich in der Kryptowelt so richtig einzuarbeiten. Wir haben einen Job, die Familie und das geht alles vor. Und dann fehlt auch noch der richtige Ansprechpartner um die Ecke, weil Krypto so nischig ist und ultra komplex. Um das Problem zu lösen, findest du jetzt auf www.misskrypto.de meine Krypto-Community. Dort tauschen wir uns in regelmäßigen Meetings aus, um einfach gemeinsam zu wachsen. Die Plätze sind auf 500 limitiert, damit jeder von uns gehört wird und sich wohlfühlt. Klingt gut? Dann sichere dir doch noch heute deinen Zugang auf www.misskrypto.de. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Schau mal vorbei. In den Jahren 1324, 1325 unternahm Mansa Musa eine legendäre epische Pilgerreise nach Mekka. Auf einer Strecke von über 7000 Kilometern reiste er mit seinem Gefolge quer durch Afrika. 100 Elefanten, 80 Kamele, um die 60.000 Männer und Frauen, darunter einige ausgebildete Soldaten, 12.000 Sklaven sollen es gewesen sein, die kiloweise goldene Stäbe mit sich getragen haben sollen. In Summe mehr als 17 Tonnen Gold. Dieser Zug war eine bewegliche Stadt, dessen Ende sich weit über den Horizont erstreckte. Diese Pilgerreise
machte solche Schlagzeilen, dass sie Mansa 1375 wortwörtlich in den katalanischen Atlas beförderten. Auf einer der wichtigsten Weltkarten des 14. Jahrhunderts hält er dort bis heute einen Goldzepter in der linken und den Goldklumpen in der rechten Hand. Auf seiner 2-jährigen Reise zeigte sich Mansa Musa außergewöhnlich großzügig. Er verschenkte so viel Gold, dass die Goldpreise in Städten wie Kairo, Medina und Mekka abstürzten und eine jahrzehntelange Goldrezession auslösten. Der ägyptische Dinar, der auf Gold basierte, verlor rund 25% seines Wertes. Mansa Musa spürte die Konsequenzen seiner Taten auf der Rückreise. Er musste sich sogar anscheinend von Kaufleuten Geld leihen, weil sein Gold an Wert verloren hatte. In Venedig, damals eine Drehscheibe für den Gold- und Silberhandel, fiel der Goldpreis so stark, dass das Wertverhältnis zu Silber von 1:20 im Jahr 1340, 10 Jahre später, auf 1:9,4 sank. In den 70ern, also 1370er Jahren, rissen die Goldkarawanen ab und der Zustrom kappte. Das Mali-Reich zerfiel im Laufe der Jahrzehnte aufgrund von Auseinandersetzungen unter Mansa Musas Nachfolgern. Doch ohne Mansa Musas Ausgaben wäre Mali niemals ein weltweit bekanntes Zentrum für Kultur und Bildung geworden. Denn auf seiner Heimkehr von Mekka annektierte Mansa Musa die Stadt Timbuktu. Mansa Musa investierte seinen Reichtum und verwandelte die afrikanische Stadt in ein globales Handels- und Bildungszentrum. Er verbesserte die Verwaltung des Regierungsapparats. Zeitweise hatten dort die Sklaven als königliche Administratoren einen starken Einfluss im Mali-Reich, sehr außergewöhnlich. Er finanzierte den Bau zahlreicher neuer Moscheen. So bezahlte er 200 Kilogramm Gold für den Bau der berühmten Chinguereber-Moschee. Das Besondere war, dass ein andalusischer Architekt eine neue Bautechnik dafür einführte. Weil es in der Gegend einfach keine Steine gab, entstanden die Prachtbauten aus getrocknetem Lehm. Und so entstanden die sogenannten Freitagsmoscheen oder auch Lehmmoscheen. Timbuktu wurde so im 14. Jahrhundert zu einem wichtigen islamischen Universitätszentrum. An der Sankore-Universität von Timbuktu waren 25.000 Studenten aus der ganzen Welt eingeschrieben. Die Uni hatte damals eine Bibliothek mit über 1 Million Büchern. Das waren mehr Bücher, als die Bibliothek von Alexandria zählte. Mansa Musa war der reichste Mensch der Welt. Er bunkerte sein Gold nicht, sondern er gab es für sein Land und das Gemeinwohl aus. Er zog viele Architekten, Gelehrte, Dichter, Künstler und Handwerker aus verschiedenen Teilen der islamischen Welt an seinen Hof. Sein Reichtum aus dem Mittelalter ist im Westen noch lange nicht so bekannt wie das, was wir heute unter Reichtum der Neuzeit verstehen, geprägt durch Familien wie die Rockefellers. Mansa Musa verbesserte das Leben vieler Menschen und schuf in seinen 25 Jahren Herrschaft ein Vermächtnis, auf das wir heute noch voller Bewunderung blicken dürfen. Seine Herrschaft war eine stabile Periode des Wohlstands und des Friedens. Wäre Mansa Musa heute am Leben, hätten wir vielleicht Ehrfurcht vor seiner Macht, doch auf der anderen Seite einen neuen Blickwinkel darauf, was Reichtum in den richtigen Händen bewirken könnte.